Der Teig für dieses leckeres frittiertes Gebäck ist mega schnell verrührt und könnte nicht einfacher sein. Wir geben 200 Gramm Mehl in eine Schüssel, dazu eine Prise Salz und etwa 3 Gramm Backpulver und versüßen die Mischung mit 40 Gramm Zucker. Einige Rezepte verwenden Öl, aber mir persönlich schmeckt es besser mit Butter. Dafür schmelze ich 30 Gramm im Voraus. Ich füge 2 Eier hinzu und nun kommen wir zu den flüssigen Zutaten. Hier habe ich ein bisschen Vanilleextrakt, etwa 4 ml, 60 ml Wasser und 240 ml Milch. Ich persönlich mag die Milch schrittweise hinzuzufügen. So kann ich die Konsistenz kontrollieren, während ich die Mischung verrühre. Der Teig lässt sich ganz leicht verquirlen. Hier braucht man nicht mal einen Handmixer. Der schadet natürlich nicht, habe ich aber extra den Schneebesen genommen, damit man sieht, wie leicht es geht. Die Konsistenz soll dünnflüssig sein und ungefähr so aussehen. Dann kommt der Teig 30 Minuten in den Kühlschrank. Beim Rosetteneisen ist eine glatte Oberfläche sehr wichtig, damit der Teig nicht kleben bleibt. Ich zeige euch aber, was man machen kann, wenn bei eurer Form das nicht mehr der Fall ist. Wenn es nicht mehr so neu ist und der Teig kleben bleibt, kann man es im kochenden Wasser etwa 10 Minuten lassen und anschließend auf Küchenpapier gut trocknen lassen. Danach setzt man eine Pfanne mit hocherhitzbarem Öl auf, bis das Eisen komplett bedeckt ist, und man lässt es etwa 30 Minuten heiß werden. Wie gesagt, das braucht ihr nur zu machen, wenn das Eisen nicht mehr das Beste ist und der Teig kleben bleibt. Dieses Öl würde man für das Ausbacken nicht mehr verwenden. Nun zeige ich euch endlich, wie man die Buñuelos ausbackt. Um mehr Platz auf der Arbeitsfläche zu haben, bringe ich den Teig in einen kleineren Behälter. Als nächstes setze ich eine Pfanne mit genug Öl auf und kontrolliere mit dem Holzlöffel, ob das Öl heiß genug ist. Beim ersten Mal lasse ich das Eisen 1 Minute im Öl warm werden und daraufhin tauche ich es in den Teig ein. Dabei muss man sehr aufpassen, dass der Teig nicht über die obere Kante des Eisens kommt. Ansonsten löst sich der Buñuelo vom Eisen nicht. Nach ein paar Sekunden trenne ich das Eisen mit einer leichten Bewegung und lasse das Gebäck ausbacken, bis es leicht Farbe angenommen hat. Das dauert manchmal nur ein paar Sekunden, dann drehe ich es um mit einer Zange. Wenn die Farbe schön goldbraun geworden ist, hole ich das Gebäck aus dem Öl und lege es auf einem Küchenpapier. Dann streue ich sofort Puderzucker drauf. Bei den nächsten Waffeln brauche ich nur das Eisen warm werden zu lassen, wenn es lange nicht mehr im Öl war, und dann reichen 15 Sekunden. Ich bin der Meinung, dass mit ganz leichten Drehbewegungen sich das Frittierte besser vom Eisen löst. Die genaue Backzeit hängt von der Öltemperatur ab und kann deswegen variieren, aber normalerweise hole ich die Buñuelos aus dem Öl heraus, bevor sie sehr dunkel werden, weil sie danach wegen dem Restöl weitergegart werden. Was? So schnell ging das? Naja, auf der linken Seite habe ich eine Playlist mit viel besseren Videos. Schaut sie euch an.